Hallo, ich bin der Jürgen. Wir sind hier in einem der ersten Ökodörfer Deutschlands in Siebenlinden in der Altmark und ich zeige euch jetzt, wo ich wohne. Hier ist immer Leben in der Bude, weil wir leben hier mit 7 Erwachsenen, einem Kleinkind und 3 Erwachsenen außerhalb des Hauses, die in Bauwägen leben und auch hier essen und im Wohnzimmer benutzen können. Als wir hier angefangen haben zu planen, das Haus, waren wir so 30, 40 Leute im Dorf. Und das war das 5. Haus, was hier gebaut wurde. In Siebenlinden haben wir kein Privateigentum an Immobilien, sondern wir bauen genossenschaftlich und bauen oft in größeren Wohngruppen. Und so haben wir den Wohnraum immer gut genutzt. Es bleibt nichts leer stehen und wir haben auch immer wieder neue Leute, was neue Freundschaften, neue Verbindungen, neue Kontakte auch bringt. Ich stamme eigentlich aus Süddeutschland und bin per Zufall nach meinem Studium in Hessen in einem Gemeinschaftsprojekt gelandet und habe da auch meine Frau kennengelernt. Und wir haben damals einfach Lust gehabt auf ein Gemeinschaftsprojekt, was größer ist und wo man noch Sachen aufbauen kann. Und damals war das hier das beste Projekt, was uns am besten gefallen hat. Deswegen sind wir hierher gekommen. Die Bauplatzfindung war auch ein bisschen speziell. Wir haben damals geguckt, okay, wo fühlt sich das gut an? Wir haben teilweise auf dem Gelände geschlafen und haben unsere Träume ausgetauscht und haben dann irgendwann diesen Platz hier gefunden und haben das Glück, einen neuen Bebauungsplan gekriegt zu haben und dürfen hier Häuser bauen für bis zu 300 Personen. Ich bin Johannes und ich wohne ungefähr jetzt 7 Jahre hier in Siebenlinden. Wir heizen mit Holz komplett den ganzen Winter, machen Warmwasser über den Ofen und generell heizen wir alle Häuser in Siebenlinden mit Holz. Im Winter heizen wir meistens einmal am Tag und das reicht, um den ganzen Tag quasi das Haus mit Wärme zu versorgen. Dadurch, dass wir sehr viel Glasfassade natürlich haben, können wir auch mal einen Tag rauszögern, dass wir sagen, okay, wir heizen heute nicht, weil die Sonne so gut geschienen hat. Wir müssen dann immer so gucken, wie viel warmes Wasser haben wir, müssen wir heizen, okay, duschen wir heute vielleicht ein bisschen weniger warm, dafür können wir morgen heizen. Wir versuchen schon so wenig Holz natürlich wie möglich zu verbrennen. Sowohl die Lehmsteine als auch der Lehmputz, die machen hier ein wunderbares Raumklima und helfen uns, dass es nicht zu feucht und nicht zu trocken ist im Haus. Das ist eine besonders dicke Wand, die ist 24 cm dick, weil da drin ist der Ofen, der unser ganzes Haus heizt. Und das ist wie ein überdimensionaler Heißluftkachelofen, der diese Wand von diesem kleinen warmen Kern aufheizt und die strahlt dann über den ganzen Tag eine angenehme Wärme ins Haus und heizt damit das Haus. Hier schlafe ich, das ist mein Schlafzimmer und ich nenne es immer liebevoll Iglu. Man muss sich ein bisschen bücken. Ein King-Size-Bett. Ich hatte immer mal den Traum, in einem Gewächshaus zu schlafen.
auch zu leben, das ist noch ein bisschen zu groß der Traum, aber zu schlafen. Und im Internet gibt es diese Pläne für Geodom. Und im Prinzip ist es relativ leicht gebaut, einfach mit Lattenrostlatten vom Sperrmüll. Die Außenhaut ist Gewächshausfolie, die zusammengenäht wurde. Das war auch ein Experiment und das hält seit 5 Jahren. Jetzt habe ich seit ungefähr, ich glaube, 3-4 Monaten das große Bett drin. Ich wollte eine Fläche haben, wo ich auch mit meiner Freundin toben kann und kämpfen kann und wo wir uns ein bisschen bewegen können. Im Winter habe ich dann halt 3 oder 4 von diesen Decken, Wolldecken. Und aber nach 5 Minuten mit einer Wärmflasche ist es auch warm. Also ich fühle mich dann zu Hause und richtig kuschelig. Die Spirale ist ein eigenes Thema für das Haus. Wenn man auf den Grundriss quasi ein Schneckenhaus drauflegt, dann sieht man, dass viele Wände von diesem Haus in einer Spiralform angeordnet sind. Viele Wände in dem Grundriss stehen auf einer Spiralbahn und die Mitte von der Spirale ist dieser dicke Baum hier. Das ist das Zentrum des Hauses. Das war mal eine 30 Meter hohe alte Fichte mit einem halben Meter Durchmesser, die ich wie viele andere Hölzer in diesem Haus hier auch selber gefällt habe. Und an diesem Baum hängen unten die ganzen Deckenbalken von Erdgeschoss dran und auch oben ist die ganze Treppe dran befestigt. Also das Zentrum vom Haus. Bevor ich Medizin studiert habe, habe ich mal eine Schreinerausbildung gemacht, ein Jahr lang. Und deswegen weiß ich auch so ein bisschen, was man mit Holz machen kann. Und so habe ich unserem Dorfschreiner gesagt, hey, ich mag da gern sowas wie Sonnenstrahlen hier haben und dann lass uns das mal zusammen konzipieren und umsetzen. Und es ist schön geworden. Hier seht ihr unsere dicken Außenwände. Das ist kein Beton, da ist Stroh dahinter. Bei uns im Dorf stemmen wir fast alle Häuser mit Strohballen. Das ist regional, ökologisch und kein Sondermüll hinterher wie Styropor oder sowas. Deswegen sind die Wände so dick. Da sind die Strohballen in den Wänden aufeinander gestapelt. Dazwischen die Holzständer. Und das Ganze wird von innen und außen mit Lehm verputzt. Kostentechnisch ist es nicht teurer wie eine andere Dämmung, aber auch nicht sehr viel billiger. Hier sind wir im höchsten Raum des Hauses. Unser Meditationsraum. Wir sind spirituelle Menschen hier und manche von uns setzen sich gerne hier morgens hin und meditieren einfach eine Runde. Manche Leute sagen, wenn man es von außen anschaut, die Kapitänsbrücke. Hier hat man, wie ich meine, den besten Blick aufs ganze Ökodorf. Das fängt an hier mit unseren Wäldern, den Feldern. Hier ist unser Garten, wo wir so 70–80% unseres Gemüse- und Kartoffelbedarfs decken fürs ganze Dorf. Unser Warmwasserkollektor, der ist hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung da
Und hier haben wir ein Schwerkraftsystem. Das heißt, der Speicher im Haus steht höher wie der Kollektor. Und wenn die Sonne auf den Kollektor kommt, dann steigt die Wärme automatisch ohne Pumpe, ohne Steuerung in den Speicher nach oben. Inzwischen sind wir 150 Menschen, die hier wohnen, haben noch einige neue Häuser dazu gekriegt und das Haus ist schön eingewachsen und fällt gar nicht mehr so auf wie früher. Ihr habt gesehen, ein Haus voller Leben. Hier ist immer was los und ich lebe gern hier mit vielen Menschen zusammen. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen in der ARD Room Tour, dann könnt ihr hier klicken.